Willkommen alle zusammen. Heute sprechen wir über etwas, das ihr vielleicht jedes Jahr feiert, aber nicht wirklich versteht. Wir sehen es überall. Herzen, Schokolade, Rosen. Menschen sagen frohen Valentinstag. Aber was ist der Valentinstag wirklich? Woher kommt er? Warum feiern wir die Liebe am 14. Februar? Ist es nur ein Feiertag für Paare oder steckt etwas viel Tieferes dahinter? Etwas, das man euch nie erzählt hat. Denn hinter diesem einen Tag voller Geschenke und Romantik steht ein echter Mensch, ein Geheimnis, ein Opfer, eine Geschichte, die nicht in einem Restaurant beginnt, sondern hinter den dunklen Mauern des Römischen Reiches, wo Liebe verboten war. Dies ist nicht einfach nur eine Geschichte zum Valentinstag. Es ist die Geschichte dessen, was wahre Liebe bedeutet, selbst wenn die ganze Welt gegen dich ist. Und während du dieser Geschichte zuhörst, verbesserst du ganz nebenbei dein Deutsch durch wahre Begebenheiten, einfache Wörter und eine packende Erzählweise. Wenn du also mehr Deutsch durch emotionale, wahre Geschichten wie diese lernen möchtest, abonniere unseren Kanal. Denn wir vermitteln Deutsch nicht nur, wir machen es unvergesslich. Kapitel 1: Die Welt vor der Liebe. Römisches Reich, 3. Jahrhundert. Du lebst im Römischen Reich, dem größten und mächtigsten Imperium der damaligen Welt. Aber es ist keine friedliche Zeit. Rom befindet sich im Krieg, gegen äußere Feinde und gegen Aufstände im Inneren. Soldaten sterben, Feinde werden stärker. Und Kaiser Claudius II. Macht sich Sorgen. Er glaubt, eine Lösung gefunden zu haben. Stärkere Soldaten. Und wie macht man Soldaten stärker? Man entfernt die Liebe. Das glaubt er. Kaiser Claudius II. Trifft eine schockierende Entscheidung. Er glaubt, dass Männer schwach werden, wenn sie heiraten. Warum? Weil sie an ihre Frauen denken. An ihre Kinder, an ihr Zuhause. Sie wollen nicht mehr für den Krieg sterben. Sie wollen für ihre Familie leben. Also erlässt er ein neues Gesetz. Die Ehe wird verboten. Kein Mann in der römischen Armee darf heiraten. Keine Hochzeiten, keine Verpflichtung, keine Familie. Wenn du dem Reich dienen willst, musst du auf die Liebe verzichten. Stell dir diese Welt vor. Du verliebst dich. Du willst heiraten. Du willst ein Zuhause aufbauen. Aber der Staat sagt, nein. Tausende junger Paare weinen im Stillen. Sie können nicht heiraten. Sie können kein gemeinsames Leben beginnen. Sie sind gezwungen, wie Fremde zu leben. Die Menschen haben Angst. Sie flüstern ihre Liebe in dunklen Ecken. Sie meiden Soldaten. Sie hören auf zu träumen. Aber jemand sieht diesen Schmerz. Jemand glaubt, dass Liebe niemals ein Verbrechen sein darf. Und sein Name ist Valentin. Das Reich ist still, keine Hochzeiten, keine Feiern, keine Liebesgeschichten. Doch in dieser Stille hat ein Mann keine Angst. Sein Name ist Valentin. Er ist ein christlicher Priester in Rom. Aber mehr noch. Er glaubt an etwas, das das Reich vergessen hat, die Kraft der Liebe. Wer war Valentin? Er war kein König, kein Soldat, kein Krieger. Er war ein stiller Priester, der an Glauben, Freundlichkeit und Mitgefühl glaubte. In einer Zeit, in der das Christentum noch illegal war, war allein sein Leben schon ein Risiko. Aber was ihn besonders machte, war Folgendes.
Er glaubte, dass die Ehe heilig ist. Er glaubte, dass zwei Menschen, die sich lieben, ein göttliches Recht haben, vereint zu sein. Als Kaiser Claudius die Ehe verbot, schwieg Valentin nicht. Er zog nicht in den Krieg. Er hielt keine öffentlichen Reden. Er kämpfte nicht mit Waffen, er kämpfte mit Glauben. Zuerst kam nur ein Paar, leise, ängstlich, verzweifelt. »Vater Valentin«, sagten sie, »wir lieben uns, aber das Reich erlaubt uns nicht zu heiraten. Kannst du uns helfen?« Valentin sah sie an. Er sah keine Rebellen, keine Feinde Roms. Er sah zwei Herzen, die eins werden wollten. Er sagte Ja. In dieser Nacht, im Kerzenlicht seiner kleinen Kirche, traute er sie heimlich. Keine Soldaten, keine Zeugen, nur Gott und die Liebe. Doch es blieb nicht bei einem Paar. Gerüchte verbreiteten sich. Flüstern zog durch die Stadt. Es gibt einen Priester, der euch traut. Junge Liebende klopften an seine Tür. Er traute sie in Gärten, in Kellern, in Höhlen, sogar in Gefängniszellen. Jede Zeremonie war klein, aber heilig, keine Ringe, keine Feier, nur Liebe, nur Versprechen, nur Valentin. Aber nichts bleibt in Rom ewig geheim. Die Gerüchte wurden Berichte. Die Soldaten begannen zu suchen, zu beobachten, zu spionieren. Eines Tages wurde Valentin gefasst, mitten in einer geheimen Hochzeit. Das junge Paar floh. Valentin blieb. Er wurde durch die Straßen gezerrt. Die Menschen sahen aus den Fenstern, einige voller Angst, andere voller Bewunderung. Er kam ins Gefängnis. Und dort in einer kalten, dunklen Zelle wartete er auf sein Schicksal. Kapitel 2: Eine Liebesgeschichte hinter Gittern. Der Brief, der Geschichte schrieb: Im Gefängnis war es kalt, die Wände waren aus Stein. Nur ein kleines Fenster ließ tagsüber ein wenig Licht herein. Valentin war nicht mehr frei. Keine Kirche, keine Paare, keine Kerzen, nur Stille, nur Ketten, nur Zeit. Doch selbst dort war er anders. Er weinte nicht, er fluchte nicht, er klagte nicht, er betete. Er sprach freundlich mit den Wächtern. Er tröstete andere Gefangene. Das Gefängnis konnte ihn nicht brechen. Der Gefängniswärter war ein römischer Offizier. Manche sagen, sein Name war Asterius. Er war neugierig. Sie sprachen über Glauben, über Wahrheit, über Liebe. Der Wärter hatte eine Tochter. Sie war blind, von Geburt an. Valentin sprach mit ihr. Er beschrieb ihr den Himmel, das Meer, die Farben der Rosen. Zum ersten Mal stellte sie sich Licht vor. Eines Tages betete Valentin für sie, und der Legende nach geschah ein Wunder. Sie konnte sehen, ob es wahr ist oder nicht. Diese Geschichte überlebte Jahrhunderte. Valentin jedoch wurde trotzdem zum Tod verurteilt. Am Abend vor seiner Hinrichtung schrieb er einen Brief. Nicht an den Kaiser, nicht an die Kirche, an das Mädchen, und er unterschrieb mit 4 einfachen Worten: Von deinem Valentin. Am nächsten Morgen, am 14. Februar 269 nach Christus, wurde er hingerichtet. Ein Priester, ein Liebender, ein Mensch, der glaubte, dass Liebe heilig ist.
Sein Körper wurde begraben, aber seine Geschichte nicht. Kapitel 3 Von Glauben zu Blumen. Wie der Valentinstag romantisch und kommerziell wurde. Nach seinem Tod verbreitete sich seine Geschichte. Leise, dann laut, dann für immer. 313 nach Christus wurde das Christentum legal. Valentin wurde als Märtyrer geehrt. Später als heiliger Valentin anerkannt. Der 14. Februar wurde sein Gedenktag. Im Mittelalter glaubte man, dass Vögel im Februar ihre Partner finden. So wurde diese Zeit zur Zeit der Liebe. Dichter wie Geoffrey Chaucer verbanden Liebe, Natur und Valentin. Menschen begannen, Liebesbriefe zu schreiben, Valentins. Erst im 19. Jahrhundert wurde daraus ein Geschäft. Karten, Schokolade, Blumen, Geschenke. Liebe wurde sichtbar und käuflich. Heute ist der Valentinstag weltweit. Manche feiern ihn, manche kritisieren ihn. Aber eines ist klar: Die Welt will Liebe feiern. Kapitel 4 Die wahre Bedeutung des Valentinstags. Valentin gab keine Blumen. Er gab sein Leben. Liebe ist kein Geschenk, keine Show, kein Preis. Liebe ist Mut. Liebe ist Entscheidung. Liebe ist Verbindung. Du brauchst keinen Partner, um Liebe zu feiern. Liebe deine Familie, deine Freunde, dich selbst, denn wahre Liebe stirbt nie. Frohen Valentinstag von meinem Herzen zu deinem.